Wir haben es hier mit einem sehr ungewöhnlichen Gebäude zu tun, weil einerseits das Haus für die Zeit sehr groß ist. Wir haben knapp 900 Quadratmeter Nutzfläche und weil wir ein Haus hier vorfinden, das zur Zeit der Wiener Moderne errichtet worden ist, vor gut 100 Jahren. Und wir hier Bautypologien vorfinden, die für diese Zeit sehr innovativ sind. Als kleines Beispiel könnte man hier die Flachdächer hervorheben. Die Architekten des Hauses waren Josef Frank und Oskar Blach, wobei man an dieser Stelle dazu sagen soll oder muss vielleicht auch, dass der Oskar Blach in dieser Historie und in dieser Erzählung dieses Hauses immer ein bisschen untergeht. Man kennt aus der Literatur hauptsächlich den Josef Frank und auszeichnen tut ihn einfach ein sehr pragmatisches Vorgehen, ein sehr bedachtes, für den Bewohner durchdachtes Konstrukt eines Hauses. Er hat bezogen auf dieses Haus einen Artikel geschrieben, das Haus als Wägung Platz, wo er seine Gestaltungsprinzipien sehr schön beschreibt, angewendet auf dieses Haus. Also vielleicht ganz einfach, wir sind in der Wiener Moderne und wir finden plötzlich diese weißen kubischen Gebäude vor, die sich doch deutlich, wenn ich jetzt als Beispiel die Ringstraße oder die Gründerzeit in Wien erwähnen darf, abheben. Es ist das äußere Erscheinungsbild, das sich klar abhebt, aber wir haben auch sozusagen ein gewisses politisches Engagement, das sich in dieser Architektur versteckt. Als Beispiel kann man die Unterbringung der Angestellten im Haus hervorheben, die nicht irgendwie versteckt untergebracht sind, auch von der Ausstattung her idente Ausstattungselemente haben, in ihren Zimmern, in ihrem Badezimmer und so weiter. Das Haus ist, wie gesagt, vor 100 Jahren für die Familie Bär, das waren Gummiproduzenten, errichtet worden. Die Familie Bär selbst hat in dem Haus nur wenige Monate verbracht oder gelebt, haben das Haus dann vermieten müssen aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten. Dann ist es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein bisschen ruhiger geworden. Nach dem Krieg hat eine andere Familie dieses Haus erworben. Und wie der Eigentümer das Haus übernommen hat, war es geteilt in 5 Wohneinheiten. Man hat Küchen, Badezimmer im Nachhinein errichtet. Und das war eigentlich die erste Aufgabe, die an uns gestellt worden ist, dieses Haus wieder räumlich, was die Raumkonfigurationen betrifft, in den ursprünglichen Zustand rückzuführen. War für uns auch sehr wichtig, um hier ein klares Bild zu haben, wie dieses Haus ursprünglich architektonisch gedacht war. Also ich arbeite für CP Architektur, das ist Christian Brasser, wir sind die Architekten, die die Generalsanierung betreuen. Ich mache hier die Projektleitung. Die anderen Firmen, das wird gerade ausgelotet über Ausschreibung, wer hier arbeiten kann. Die Herausforderung ist für uns, Firmen zu finden, die auch erstens ein Verständnis für diese alte Substanz haben, aber handwerklich auch noch mit diesen Methoden von vor 100 Jahren umgehen können. Das ist eine sehr interessante Frage, die haben wir uns auch öfter gestellt, in welche Richtung gehen wir. Es ist eine Haltungsfrage vielleicht auch. Die Veränderungen im Allgemeinen im Haus, bis auf diese Unterteilung in unterschiedliche Wohneinheiten, waren immer so, dass man einen neuen Layer, nenne ich das jetzt einmal, auf das Alte hinaufgegeben hat. Also zusammengefasst ein großes Glück für uns, weil unter dieser neuen Schicht die alte eigentlich sehr gut erhalten war. Ob das die Böden sind, ob das die Innenwände sind. Und da ist unser Ziel schon ganz klar, also betreffend Raumkonfiguration wieder dort hinzukommen, wo der ursprüngliche Gedanke des Architekten war. Und auch bei den Restaurierungsschritten so sanft wie möglich, um die Zeugnisse der Zeit nicht zu eliminieren, aber das Haus doch wieder, ich sage es einmal, ein bisschen in Schwung zu bringen. Also eine der wichtigsten Punkte an dieser Stelle ist es, eine Grundlage zu schaffen, auf der man die zukünftige Arbeit aufbaut. Damit meine ich eine sehr ausführliche Untersuchung, die wir hier auch gemacht haben von Restauratoren, um überhaupt einmal zu verstehen, wie hat man gebaut, wie hat man Ölaufstriche in wie vielen Schichten bei unseren Metallfenstern zum Beispiel aufgetragen, betrifft dann auch die Restauration der Heizkörper. Und
Diese Frage muss man sich kontinuierlich stellen. Wir wollen da ja kein, ich nenne es jetzt einmal salopp ausgedrückt, Vintage-Objekt haben, sondern es soll, was die Techniken, die Materialität betrifft, dem Original nahe kommen und entsprechen. Und da ist die Schwierigkeit einfach, das einmal zu verstehen und in weiterer Folge dann noch Fachfirmen zu finden, die dieses Handwerk noch können. Also wir haben grundsätzlich auch schon über die Befundungen der Restauratoren das Haus in Materialgruppen aufgeteilt. Das waren in unserem Fall Naturstein, Kunststein, Holz, Metall und Gummielemente. Bezogen auf diese Materialgruppen haben wir unterschiedliche Fachfirmen zur Restauration einmal geladen. Beginnt damit, dass wir diese Firmen quer durch die Bank gebeten haben, einmal Musteroberflächen anzufertigen. Also sei es wie bei den Heizkörpern, einen Musterheizkörper mal zu sanieren, schauen, ob das technisch machbar ist und dann auch immer mit dem Blick auf das Finish, auf die Oberfläche. Wir haben im Moment einen Tischler, der Musterflächen anfertigt mit sehr neuen Technologien. Also da reden wir von Reinigung mit Laser, was eigentlich aus der Automobilindustrie kommt. Also wir versuchen, wie der Architekt damals gedacht hat, der war auch sehr innovativ in seiner Bauweise, in seiner technischen Ausstattung des Hauses, versuchen wir da diesen Zeitgeist aufzugreifen und mit neuen Technologien voranzugehen. Die große Idee des Hauses, und ich finde, das kann man sehr einfach ausdrücken, ist, die Türen wieder aufzumachen. Und das Haus war ursprünglich gedacht als ein Haus für viele Gäste, ein Haus, wo man einladet, wo man bewirtet, wo Hauskonzerte stattfinden. Und in dieser Mentalität will der Eigentümer das Haus auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Also Türen auf, Leute rein, man kann es besichtigen, man kann hier in einer gewissen Form Events abhalten. Und was ich sehr schön finde, und das wird es im Dachgeschoss geben, es werden junge Leute, die zum Thema Frank, Wiener Moderne oder in diese Richtung forschen, auch die Möglichkeit haben, im Haus längere Zeit zu leben, hier zu forschen und dieses Lebensgefühl von einem Haus von vor 100 Jahren wirklich zu spüren. Wir haben im Haus ca. 60 Stück gusseiserne Heizkörper in unterschiedlichen Größen und Dimensionen. Unser größter hat 9 Reihen und 48 Elemente, also die sind schon richtig große Dinger. Dazu kommen 2, 3 Stahlblech-Heizkörper und Röhrenheizkörper. Also wie gesagt, der Großteil der Radiatoren sind gusseiserne Heizkörper, die im Wesentlichen auch noch erhalten sind. Es war für uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir die gusseisernen Heizkörper oder diese Art von Heizen wieder im Haus haben wollen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man in ein Haus kommt, das 100 Jahre alt ist und man spürt plötzlich Wärme vom Boden kommen, dann subjektiv, glaube ich, bekommt man den falschen Eindruck. Die Wärme ist abgestrahlt vom Heizkörper gekommen. Also war das eigentlich im Prozess sehr schnell eindeutig, die gusseisernen Heizkörper in irgendeiner Form wieder gängig zu machen und in ein modernes, ich nenne es jetzt einmal modernes Haustechniksystem einzubinden. Ja. Die Heizkörper in dem Haus haben, wenn man sich die Architektur oder die Innenarchitektur anschaut, dann, wie ich finde, sehr hohen Stellenwert, weil sie auch als Gestaltungselement verwendet werden. Wir haben immer diese Kombination, im Speziellen bei den großen Fenstern. Wir haben die Metallkastenfenster mit den Kunststeinfensterbänken und den Kunststeinnischen und in diesen Nischen integriert waren die Heizkörper. Also das Gesamtbild war sehr stark geprägt von den Heizkörpern, deswegen war auch sehr schnell auch hier klar, wenn wir die in irgendeiner Form sanieren können, dann unbedingt. Die Entscheidung ist schlussendlich auf die Firma Therma oder zugunsten der Firma Therma gefallen, weil im Prozess, sei es jetzt der Musterheizkörper oder die ganze Kommunikation von Anfang an sehr positiv war. Das Ergebnis mit dem Musterheizkörper auch sehr zufriedenstellend für uns. Und dazu kommt, dass es
sehr schwierig war, überhaupt jemanden zu finden, der in dieser Dimension, also wie gesagt, wir haben über 60 Heizkörper, Größen von bis, ja, diese Art des Auftrags sozusagen abarbeiten kann. Und also um noch einmal auf diesen Musterheizkörper zurückzukommen, den wir machen haben lassen im Vorfeld von der Firma Therma, der Prozess der Sanierung ist perfekt dokumentiert worden. Es war für uns nachvollziehbar, was gemacht wird. Und wir haben im Endeffekt einen fertigen Heizkörper bekommen, der dem entspricht, was wir uns für dieses Haus vorstellen. Ja.